Ihr Lieben, gute 2 Monate ist es jetzt her, dass wir euch die 6 Farmer im Farmers Cup vorgestellt haben. Und ich habe gesehen, dass ihr genauso gespannt seid wie ich, was aus den Projekten jetzt geworden ist. Kleine Erinnerung, wir haben 6 Farmer aus ganz Europa gechallenged, unser neues Strauß-Logo auf kreativste Weise in ihren Feldern zu inszenieren. Und in den letzten Wochen haben alle Teilnehmer so richtig Gas gegeben. Und wir starten heute mit dem ersten fertigen Projekt. Ich sehe auch schon Elmar. Hi Vanessa. Elmar! Ich habe dich vermisst. Ja, ich dich auch. Und natürlich auch den Hi. Rasenmäher, den tollen. Hi. Hi. Wo ist noch? Andere noch? So. Servus. Wie geht's dir? Gut. Ist ja wirklich riesig geworden. Oh mein Gott, schon von hier kann ich so ein bisschen sehen. Ist ja unglaublich. Ja, der ist riesig groß. Also wobei, wenn wir jetzt das Ding noch abfahren mit unserem Rasentraktor, der in den vergangenen Wochen das liebste Teil am Hof war, dann wirst du erst mal die Dimension wahrnehmen. Also ich bin richtig stolz auf ihn. Ja. Bist du eigentlich angesprochen worden auf das Projekt? So wie waren die Reaktionen von außen? Ja, unglaublich. Also fast schon weltweit, sagen wir mal. Weil wir sind super vernetzt, also Familien, Bekannte, Verwandte bis Kanada, Amerika oder nach Polen, egal wo. Überall sind die Anrufe, die E-Mails, die Anfragen und auch natürlich auch hier in der Region. Alle sind im Straußfieber. Und auch im Vanessa-Fieber. Ach Gott, das habe ich nein. nicht schon Nein, auch feststellen müssen. Elmar, jetzt sind noch einige Wochen schon vergangen. Erzähl mal bitte noch mal kurz, wie du dein Projekt jetzt wirklich umgesetzt hast. Also die Grundidee bei unserem Projekt war ja, dass wir mit dem, was wir haben, arbeiten. Das ist das Grünland. Und da war die Idee, dass wir den Vogel quasi einpflanzen, mehr oder weniger, und mit diesem Rasenmäher die Fläche niederhalten und dazu kontrastmäßig den Löwenzahn außenrum stehen lassen. Es war ja auch nicht so schönes Wetter in den letzten Wochen. Das hat ja schon so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, oder? Durch die Witterung, durch die kalten Nächte, durch den Schnee, wo dann kommt, wir haben ja sogar heute Nacht noch einen Frost gehabt, kam die ganze Vegetation mehr oder weniger anfangs zum Erliegen. Wir haben dann auch durch Mäusefraß sehr viele offene Stellen gehabt, sodass wir uns kurzerhand entschlossen haben, den ganzen Vogel hier an diesen Platz zu setzen. Das ist eine Sonnenseite, wo Grasnarbe auch schön dicht ist. Und haben dann so nochmal von vorne begonnen. Und wir wollten ja eigentlich diese Fläche vom Flügel wollten wir niederhalten. Durch das, dass wir einfach jetzt dieser Kontrast gelb-grün und so, konnten wir hier nicht mehr so umsetzen. So haben wir gesagt, wir lassen den Löwenzahn besser zur Geltung kommen und lassen quasi die Flügel stehen und machen quasi die Konturen raus. Oder? Somit haben wir einfach auch das Futter gespart und insgesamt, ich denke, der Effekt ist nicht minder, sondern eher sogar noch besser aus der Vogelperspektive. Komm, spring auf, ich muss jetzt losfahren mit meinem Okay, tollen dann fahren Trecker wir hier. los. Nachher zeige ich dir mal das ganze Ja, Ding. bitte. Bereit? Ja. Halt dich los fest. Elmar, ich kann es gar nicht glauben, dass ich vor diesem riesen Vogel stehe. Ey, das ist ja Wahnsinn geworden. Es hat sich also wirklich gelohnt. Wir haben ja gesagt, wir geben unser Bestes. Das Ergebnis, Gemeinschaftsleistung, Familie, Bekannte, Freunde, da ist der Vogel. Du hast ja die anderen Ideen der Farmer bestimmt schon gesehen. Was glaubst du, wer könnte unser größter Konkurrent sein? Konkurrenz als solches haben wir mit diesem Projekt, denke ich, eigentlich nicht in der Sache. Also das ist einzigartig, habe ich das Gefühl. Aber grundsätzlich so vom Farbeffekt und so könnte ich mir denken, dass die Holländer mit ihrem Tulpenstrauß uns das Ganze vielleicht schon ein bisschen madig machen können. Aber was denkst du? Ich glaube, wir holen den Pott trotzdem. Ich bin sowas von optimistisch. Elmar, was passiert mit dem ganzen Vogel jetzt? Bleibt der oder was passiert? Also jetzt mal, sage ich mal, bis nächste Woche auf jeden Fall, weil die Leute kommen, wandern hier vorbei. Das ist eine richtige Straußmeile geworden. Aber grundsätzlich, wir haben oben schon die Kühe gesehen von uns und die spechten schon auf das Futter. Und sobald es geht, machen wir hier auf und dann wird es wieder Straußenweide für unsere Kühe. Genau. Elmar, wir sind hier im Kreise deiner Liebsten, kann ich das so sagen? Kannst du so sagen? Im Kreise deiner Community. Und genauso wie du deine Community hier hast, haben wir auch eine große Community und die hat ganz viele Fragen gestellt. Okay. Gibt es einen Tipp, den du Landwirten, jungen Landwirten vor allem, auf den Weg mitgeben würdest?
Meine Junglandwirten, wir haben jetzt bei uns im Allgäu unheimlichen Zulauf in die Branche, in den Beruf Landwirt. Gut ist an dem Job, dass man einfach stolz sein kann auf das, was man macht, und das muss man natürlich auch nach außen tragen. Und diesen Tipp möchte ich jedem Jungen auf den Weg geben. Redet über das, stolz sein, redet über das, was ihr macht. Ihr müsst euch nicht verstecken, Kopf hoch, dann habt ihr den Blick für das, was wirklich wichtig ist. Und das kann man auch ganz gut nach außen vertreten. Was muss man mitbringen, um als Landwirt erfolgreich zu sein? Mitbringen für den Erfolg muss man zum einen die Überzeugung, und natürlich, was nicht immer selbstverständlich ist, aber dass die Familie, dass das Umfeld, dass das passt. Und dann, es gibt immer mal Höhen und Tiefen, aber grundsätzlich einfach den Wille und die Überzeugung und eine starke Familie, und dann habe ich das Gefühl, dann läuft es von selber. Was ist das Coolste und was ist das Schwierigste am Landwirtsein? Das Coolste, schau um dich, das ist das, was mich stärkt, das ist das, was mir die Natur, die Tiere, die Arbeit, das ist das Coolste, das gibt mir das einfach zurück. Für das mache ich das auch, und das Schwierigste ist natürlich, das Ganze am Laufen zu halten. Sei es im Stall, die Tiergesundheit, die Tiere, einfach wenn es eine schwierige Geburt ist oder mal irgendwo ein Kälberverlust oder ein Tod auf einem Tier oder irgendwas, das schmerzt natürlich, das setzt zu. Aber es geht weiter, und das gehört zu unserem Job dazu. Aber wenn man das so sieht, dann gibt es wieder Kraft, dann sieht man, dass es nach vorne geht, dass es weitergeht. So, das ist so mein Credo. Elmar, Wochen später, jetzt sitzen wir wieder hier. Der Vogel ist im Feld, und ich kann es gar nicht glauben, dass es jetzt schon fast rum ist. Aber ich möchte mich bei dir von ganzem Herzen bedanken, dass ich ein Teil sein durfte, dass du mich hier mitgenommen hast. Echt, vielen, vielen Dank. Ganz meinerseits. Also ich bin echt happy und total stolz, dass wir es miteinander im Team jetzt gemeistert haben. Und danke dafür. Jetzt hoffen wir, dass alle abstimmen, fleißig. Abstimmen und für uns voten. Ja. Der Strauß Farmers Cup.